So, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Robocop-Serie, ihr Lieben. Und ja, wir sind kurz davor, das Revier zu verlassen. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Da gehen wir nochmal raus. Möchtest du das Gebiet verlassen? Ja, wollen wir. Haben aus unserer Sicht alle Hinweise mal eingesammelt, die so einzusammeln waren. Man darf also, glaube ich, nicht selber fahren. Oder dürfen wir es doch? Wir schauen mal gleich. Oder vielleicht nur nicht aus der Garage raus. Das kann ja auch sein. Wir wissen ja, wo wir hin sollen. Ne? Es hieß ja, dass wir quasi einen Laden begutachten sollen, wo eben diese Gang sich vermehrt aufhält. Und da versuchen wir jetzt mal unser Glück. You came to clean up this city, didn't you? It'd be easier to burn it all to the ground. Believe me, just burn it all. Suche nach Sud. Could you please keep the noise down? You're scaring off my customers. Can't hear you. Music's too loud. Schaut mal, ne, das ist... Ich kann aber nichts machen. Ich kann nicht mit denen reden. Ich kann nicht... Ah doch, mit ihm kann ich reden, okay. First they harass my customers, then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong. Die Musik ist zu laut. My sound sensor measures 126 decibels. You are damaging your ears as we speak. Oh, man, don't talk to me like that. I don't understand numbers. Your volume control seems to be broken. Leave it! That's Let me brand help. new! I've only stole... Frisch geklaut. Ja, das wird mir jetzt wahrscheinlich hier... Gerne. Verkäufer wird nicht mehr belästigt, aber ja. Also ich habe sie zumindest nicht... Habe ihr nicht die Knochen gebrochen. Ich finde, das ist auch was wert. Fragezeichen. Ist Polizei. Hey, Robo, can you help me out here? Ja, ja, klar. Ich helfe dir mal. Kowalski. How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me because the guy broke your nose. As you can see, he doesn't want to cooperate. Ich bringe ihn zum Kooperieren. According to my directive, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Also es ist doch irgendwie, also es ist witzigerweise irgendwie schlauchartig, ne? Aber trotzdem kann man hier immer wieder auch was entdecken und Missionen erledigen. Now we don't have anything for the fire. How was I supposed to know someone would steal old tires? Jemand hat alte Reifen gestohlen. Mal ganz kurz hier. Ausstellung von Strafmandaten. Aha, Verkehrsstöße, Ordnungssicherheit mit Trinken in der Öffentlichkeit und Verkehrsstöße, um die Sicht zu aktivieren. Okay.
Feuerhydrant blockiert. Und jetzt kann ich den hier... One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Geil. Murphy, this Sind- is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Ich finde es ja total interessant, hier einfach mal so ein bisschen herzurennen. Ne? Also ich gucke auch gerade, wie groß das einfach ist und ob es hier irgendwelche logischen Grenzen gibt. Also, ja, okay, der schmiert hier rum, das da aber nicht. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Ja, wie renne ich denn jetzt jemandem hinterher, der... Hinweisprogramm. Schuhabdrücke, okay. Mit Farbe, okay, der ist in dem Container, das ist gut. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Strafmandat. Fined $100 for the violation that you have committed. Are you crazy? I don't work. How am I supposed to pay for this? Failing to pay may result in serious consequences for your guardians. Der Graffiti-Künstler ist nun dein Feind. Damn cool move you pulled right here. I'll make sure everyone in the hood knows your score. Ja, es ist so oder so. Jetzt mal gucken. Ist hier noch? Shaking in your boots. Look, RoboCop is here. We're safe. TJ Blazer, okay. Das ist schon ganz cool, ne? Also ist schon sehr groß, der Bereich hier. Also ich laufe wahrscheinlich auch gerade hier einfach nur weit weg von dem, wo ich eigentlich hin muss. Aber ich bin halt so ein neugieriger Typ, ne? Ich will halt auch entdecken. No short-term investments, not in this market. We're looking at an annual return of 9.2% if you diversify your portfolio based on the volatility report. Deferred profit shares are where it's at. Trust me, I know what I'm talking about. Klar, deswegen gibt's auf der Straße. But you're homeless. Genau. Ja, das heißt ja nicht, dass man keine Ahnung hat, ne? Aber manchmal kommt die Erkenntnis etwas später. So. Guck mal hier. Hier ist, glaube ich, nichts Wildes mehr, ne? Hier ist noch irgendwie... der trinkt Alkohol. Public drinking is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. You need to obey the law. Like it's for you to decide. My place, my law. Sense of entitlement has a negative impact on the ones around you. I think I can live with that. Man kann wahrscheinlich entweder alle davonkommen lassen oder eben auch streng sein, so wie ich gerade. Dementsprechend hat man unterschiedliche Events, sehr wahrscheinlich. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier, das sieht so auffällig aus. Sieht aus, wenn man hier auf jeden Fall irgendwann mal rein muss. Ja, gut, okay. Komm, wir gehen jetzt erstmal zu dem Punkt. Wir wollen erstmal die Telefonzelle finden. Es gibt 3 Geschichten, ne? Gestohlenes Fahrzeug finden. Das soll eigentlich auf die Top-Priority-List. Sollen wir hier erstmal hingehen? 13 Meter, das kann ja hier nur um die Ecke sein. Sind wir hier drin, oder was? Ah ja. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction.
I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently. But I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? I can come back with a warrant, but then I will not be knocking. You think that's going to scare me? This is Detroit, for God's sake. People try to threaten me nearly every day. I do not try. You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Ja, es war so die mittlere Option, ne? Zwischen ganz extrem und nicht. Jetzt gucken wir mal. Also erstmal verfolgen wir das natürlich. Erforderliche Deduktion Level 2, okay. Können wir also nicht. Diverse Werkzeuge relevant für den Fall. Oh, jetzt bräuchten wir hier eigentlich... Relevant für den Fall. Ah, jetzt ist natürlich doof. Wir haben nicht das nötige Level, um eigentlich hier die... Wahrscheinlich kriegen wir es deswegen gar nicht hin. Technik Level 2, ja sicher. Ja, super. Und am Ende des Tages können wir hier gar nichts von den Sachen. Das ist bitter. Er hat es wieder getan. Ben, ich habe morgen frei, aber das kann nicht warten. Ich glaube, Scott hat wieder zugeschlagen und will dem Jungen helfen. So wie du mir und den anderen geholfen hast, das verstehe ich ja, aber ich bin immer noch auf die Bewährung. Ich darf nicht in irgendwelche illegalen Geschichten verwickelt sein und das ist Scott völlig Schnuppe. Ich habe gesehen, wie er etwas in meinem Spinn versteckt hat. Er hat sich 100-mal umgeschaut, wie damals, als er die gestohlenen Radios dort versteckt hat. Seh lieber nach, sonst kriegen wir noch Ärger. Neuer Hinweis, im Spind. Ja, der Spind scheint unten zu sein, okay. Beziehungsweise, weil der Spind auf, ne? Weil hier die sind es nicht. Wir müssen auch mit dem reden, also. See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. Eine Vielzahl von Werkzeugen für Autodiebstahl. Your man? For the time being, where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Okay, arbeitet nicht Vollzeit hier. A temporary worker. You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back. It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Warum ein Täter? Erzählen Sie mir von Scott, warten wir erstmal noch. You think he is responsible? He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Warum ein Täter schützen? Cover for him. I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city.
Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. Okay, dann gehen wir. Is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. So, okay. So viel dazu. Jetzt können wir jetzt kurz Aufenthaltsort mal uns anschauen. Hier wird gerade noch was repariert. Dann gehen wir mal hier hin. Also ein bisschen langsam ist man halt schon, ne? Also man könnte durchaus manchmal einen gewissen Geschwindigkeitsschub brauchen. Aber gut. Es ist halt, wir sind halt ein halber Roboter. Und das Gefühl kommt schon hoch. Auch hier ist irgendwas, schaut mal hier, irgendwie verbuggt, ne? Also leichte Bugs gibt's, aber es ist jetzt nicht deswegen unspielbar, ist aber augenscheinlich. Also das sollte man halt wissen. Nicht so ungut. Jo, Kleiner, der Boss war nicht beeindruckt von dem, was du mit dem Sax gemacht hast, aber ein vernünftiger Typ und lässt dich deine flinken Finger behalten, solange du den Anbruch von Nacht in die Werkstatt auftauchst. Okay. Okay, okay. Hier sind überall Türen. Ja, mal ganz kurz hier erstes Mal hier rein, aber hier ist gar nichts. Hier ist ebenfalls nichts. Oh God, I messed up good. Okay, Scott. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Handlungen haben Konsequenzen. Actions affect people around us. Do you mean Ben? Shit. Is he all right? Is Ben okay? Please tell me. I would never forgive myself if anything bad happened to him. During our conversation, my health monitor did not detect any trauma as yet. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja auch noch da, ne? Hello? Anybody home? Ja. Where are you, Scotty boy? Oh, shit! It's the metal pig! Blast! Wow. Okay, der sieht mich nicht. War nicht schlecht. So. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Now. I'm sure it's still in their chop shop. Chop, It's a chop. warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Wer ist verantwortlich? What do you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Warum haben sie sich versteckt? Where were you hiding?
You saw those thugs. Ja, sich. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Sie hätten sich an die Polizei wenden sollen. Reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. Okay. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Genau. So, Adresse sichergestellt. Dann können wir rausgehen, ne? Genau. Hier gibt es ja nichts mehr. Werkstatt ausfindig machen. Jetzt können wir eigentlich. Müssen wir dahin fahren oder können wir laufen? Wir gucken mal. Ist wahrscheinlich auch noch in der Stadt, oder? Also gut ist, dass die Wege nicht so weit auseinander sind. Das Laufen ist ein bisschen mühsam. So, dann gehen wir mal hier rein. Also es ist halt wie... Also die offene Welt, also beziehungsweise die Stadt, ist quasi wie der Korridor und alle Level oder alle Missionen finden dann quasi in einzelnen Räumen statt. So kann man das vielleicht interpretieren. Versteckter Eingang. Ja, hier wäre ja ein guter Knopf dafür. Also, das hier irgendwas ist ja klar, aber wie kommen die denn? Nicht doof? Also hier geht es ja wieder raus, das wollen wir nicht. Ermittlungsbereich. Ah, guck mal, jetzt sehen wir. So ein rotes Licht, ne? Sehr geil. Das sieht man. Ah, hier ist was. Knopf drücken. Kritischer Treffer. Aber irgendwie habe ich meine Waffe verloren, ne? Also die ich schon mal hatte. Ich weiß gar nicht, wieso die weggenommen worden ist. Okay, erstmal sammeln wir hier ein. Hier gibt es noch irgendwo so ein Ding zum Reparieren. Oder träume ich davon nur? Ja, sieht nicht so aus. Sieht leider nicht so aus, als wenn ich hier noch irgendwas Schickes bekommen könnte. Wow. Wo denn? Wo denn?
So, jetzt müssen wir mal uns hier ein bisschen untersuchen. Denn das eine oder andere an Munition etc. gibt es hier schon zu sammeln. Gucken wir mal, gibt es hier noch irgendwie zum Teil zum Reparieren? Das wäre schön. Das finden wir hier gerade mal nicht. Ich habe mir schon gedacht, dass es am Anfang etwas leichter wird. Also, dass quasi auch mehr Munition und mehr Sachen zur Verfügung, guck mal da, Verfügung stehen. Und dann quasi hinten raus es immer ein bisschen oder immer anstrengender wird, auch natürlich mit dem Leben, weil man geht ja auch davon aus, dass man skillt. Und wir haben ja auch die Verteidigung zum Beispiel schon hochgesetzt. Das hat bestimmt auch einen Einfluss darauf, wie viel Unterstützung man vom Spiel bekommt. Reduktion Level 2 bräuchten wir dafür. Okay, schade, hätte ja sein können. Reduktion Level 2. Woher wusste der, dass ich da bin? Hier war so laut. Ah. Schnell raus hier. Aus dem Bereich der Explosion. So, das ist alles soweit fein. Hier ist noch Nuke. Jetzt Level 6, okay. Also, viele Sachen, die man hier haben muss am Anfang, die wir also natürlich noch nicht haben, auch klar. Gesundheit Level 2 geht auch nicht. Sehr spannend. Aber ihr seht schon, wir haben so viele Interaktionsmöglichkeiten, ne? Also die sind schon enorm, wenn man denn dann auch ein bisschen mehr schon auch von diesen Skillpunkten verteilt hat. Da ist der Wagen, den wir haben wollen. Uff. So. Ja, den Wagen nehmen wir jetzt wahrscheinlich nicht mit, ne, weil das ist er zwar, aber ich kann jetzt damit nichts machen, weil ich den ja hier nicht rausfahren darf, ja. Warum wird das so angezeigt? Vielleicht zum Explodieren, ich weiß es nicht. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Ja, komm. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much. I promise I won't mess this up. So, geschundenes Fahrzeug. Da haben wir ja doch ein bisschen Herz gezeigt, nachdem wir hier bisher immer alle direkt verhaftet haben. Der hier richtig steht, man weiß es nicht. Scheint so zu sein. Also, wenn wir mal gucken, was ist denn hier? Hier ist irgendwie ein Ausrufezeichen. Also hier ist klar, das ist Suche nach Sud. Da wollen wir aber erstmal nicht hin, sondern ich würde gerne mal... Hier ist auch gerade nichts Spannendes, aber mich würde mal interessieren, was das Ausrufezeichen hier zu bedeuten hat. Sieht ja aus, als hätte das alles einen Grund. Ah, hier ist irgendwas mit Polizei.
Okay. Ja, und hier... Okay, jetzt müssen wir doch noch reinhören. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Ich tue nur meine Pflicht. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Ratet mal. Ist der Obdachlose involviert? This man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Okay, was denken Sie über den Mord? Have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. We got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body was covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Okay, OCP macht sich zu viele Gedanken über die Kosten. Costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? Okay, I will look around. dann gucken wir uns doch mal um. Bring the murderer to justice. Jawohl. Und hier, ihr Lieben, machen wir das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Robocop, der 3. Teil. Und natürlich geht's hier weiter. Wir werden hier Mission für Mission spielen und am Ende die Mission dann wahrscheinlich auch ganz abschließen. Ich habe schon gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt mir das natürlich am besten zeigen, indem ihr mal ein Like da lasst oder den Kanal abonniert. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, euer Kentrigo. Ciao, ciao.